Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Python-Tutorial. Endlich mal wieder, ne? Es ist eine meiner ältesten Reihen und trotzdem einmal noch eine meiner beliebtesten Reihen. Und ja, tatsächlich auch eine, die ich sehr, sehr gerne immer update mit Sachen, die ich merke, dass ich sie noch nicht gezeigt habe. Tut mir wahnsinnig leid, Leute. Dieses Feature gibt es tatsächlich schon einige Jahre, mittlerweile auch sehr gut ausgereift. Und zwar handelt es sich um Async.io. Asyncio, wie manche das auch nennen, oder eben auch Asynchronous Input-Output. Ihr müsst euch das Ganze ähnlich wie Multithreading vorstellen, allerdings nicht ganz so. Denn ja, Async.io funktioniert tatsächlich auf einem einzigen Prozessorkern und in einem einzigen Thread. Da gibt es nichts, was irgendwie nebenher läuft, sondern es ist wirklich alles in einem Thread drin. Allerdings wird Wartezeit sinnvoll genutzt. Das ist das Große und Ganze von Async.io. Man geht davon aus, und dafür ist Async.io auch wirklich super, man geht davon aus, dass manche Prozesse sehr viel Zeit brauchen. Also zum Beispiel irgendwelche Output-Prozesse, ja, die eigentlich keine Rechenzeit brauchen. Also sowas wie zum Beispiel Daten an einen Webserver zu übertragen. Das dauert einfach Zeit, da kann man nichts machen, ja. Ihr könnt Website-Daten anfragen, das dauert Zeit. Der Webserver muss erstmal antworten und erst wenn er geantwortet hat, könnt ihr dann mit dieser Aufgabe weitermachen. Aber in dieser Wartezeit kann man theoretisch noch weitere Sachen machen. Und genau dazu ist Async.io da. So, hier mal ein kleines, schönes Beispiel. Ihr habt von mir aus 5 Webseiten, die ihr anfragt, ja. Und diese Webseiten sind jetzt hier einmal das Ding. Und ja, ich packe jetzt tatsächlich wieder dieses wunderschöne GIMP hier aus, in dem ich rummale, weil ich gerade tatsächlich Bock drauf habe und weil ihr das jetzt mal so abkriegt, okay? Also das hier ist Website 1, das ist Website 2, Website 3, 4 und 5. Und das in der Mitte ist euer Programm. Euer Programm fragt jetzt diese Webseite hier an und das dauert ungefähr eine Sekunde. Ebenso dauert das hier eine Sekunde, das ist eine Sekunde. Also quasi ihr fragt Daten an und die schicken euch dann quasi Daten zurück. Also eigentlich ist dieser Pfeil in beide Richtungen und jeder dieser Prozesse geht eine Sekunde. Intern habt ihr aber auch noch Rechenzeit, wenn ihr die Daten bekommt, von einer halben Sekunde, also 0,5, oh ja, das ist zu fett, ne? So, von 0,5 Sekunden jedes einzelne Mal, wenn ihr irgendwelche Daten angefragt habt, okay? So, und was man jetzt normalerweise macht, ist, also ein ganz normales Programm, das eben nicht asynchron läuft und kein Multithreading verwendet und kein Multiprocessing, damit ihr kleinen Cheater da nicht auf die Idee kommt, mir da sowas zu sagen. Genau, ein normales Programm würde jetzt also hergehen, würde diese Daten anfragen, dauert eine Sekunde, dann eine halbe Sekunde zum Verrechnen, sind wir bei 1,5 Sekunden. Dann wieder diese Daten anfragen, wieder zurück, sind wir bei 3 Sekunden, 4,5 Sekunden, 6 Sekunden und anschließend bei 7,5 Sekunden, wenn wir alle 5 Daten verarbeitet haben. So, wenn wir das Ganze jetzt asynchron machen, dann machen wir das folgendermaßen. Wir fragen diese Daten hier drüben an. Das dauert eine Sekunde, bis die da sind. Aber in der Zeit fragen wir alle anderen Daten auch an. Ja? Weil Anfragen kostet quasi nichts. Das lassen wir einfach mal unter den Tisch fallen. Das sind 0,0001 Sekunde, okay, so eine Anfrage zu starten. Und diese Anfragen, die dauern quasi gar nicht, aber bis die Anfragen wieder beantwortet sind, dann dauert es jeweils eine Sekunde. So, das heißt, wir starten alle 5 Anfragen direkt hintereinander, weil wir einfach die Wartezeit sinnvoll nutzen. Das geht quasi 0, ja, weil wir das wegrationalisieren. Und dann kommen die Anfragen zurück, allesamt. Das heißt, es vergeht eine Sekunde, bis die erste Anfrage wieder zurückkommt und dann kommt direkt die zweite, dritte, vierte, fünfte und wir können direkt nach einer Sekunde anfangen, die Daten hier zu verarbeiten von der ersten Anfrage, dann die von der zweiten, dritten, vierten und fünften. Das heißt, insgesamt warten wir eine Sekunde, bis die Daten von allen 5 wieder da sind, ja, weil wir ja quasi direkt hintereinander alle 5 anfragen und dann müssen wir 5 mal 0,5 Sekunden die Daten verarbeiten. Das heißt, wir warten 1 plus 5 mal 0,5, das heißt, wir arbeiten insgesamt 3,5 Sekunden. Bei dem normalen Modell arbeiten wir 7,5 Sekunden. Das heißt, wir haben mehr als 50% haben wir hier gut gemacht, weil eben mehr als 50% des Programmes hier einfach nur war, auf andere zu warten. Und auf andere warten, das lässt sich mit Async.io wegrationalisieren, okay? Ja, und das macht das ganze Programm einfach super dynamisch und super flexibel. Das heißt, wenn ihr
Input-Output habt, das ist das, wo Async.io geil ist. Und ja, jetzt will ich euch gerade noch kurz, also nach der Erklärung, wie das Ganze funktioniert, jetzt will ich euch noch ganz kurz im Code zeigen, wie ihr das Ding verwenden könnt. Zunächst einmal schreiben wir uns die ganz normale Variante, okay, die einfach nur hier eine Funktion drin hat, die nennen wir mal foo und die macht einfach nichts weiter als hier print 42, selbstverständlich, dann anschließend time.sleep, wobei wir time natürlich importieren müssen, import time.sleep und zwar sleepen wir genau 1 Sekunde lang, das ist quasi diese Sekunde, die wir anfragen, ja, dann printen wir 1337 und das Ganze machen wir insgesamt 3-mal, wobei wir auch noch zählen wollen, wie lange diese Zeit eigentlich geht, wie lange das Ganze eigentlich geht, das heißt if name gleich Bodenstrich Main. Dann wollen wir hier erstmal kurz die Zeit messen und zwar start ist gleich time.time. Dann wollen wir das Ganze starten oder das Ganze machen. Da benutzen wir eine Main-Methode dazu. Dann sagen wir hier end ist gleich time.time. Und dann printen wir aus, das dauert plus Ende minus Start. Wobei wir das kurz in einen String konvertieren müssen. Und zwar Sekunden sind das. So. Gut. So, und jetzt noch kurz die Main-Methode. Die macht nichts anderes, als dieses Dings hier 3-mal auszuführen. Def main. Und zwar for Counter in Range. Oder sagen wir auch direkt 5-mal, weil wir gerade eben, glaube ich, 5 Beispiele hatten. Ja, wir hatten 5 Beispiele. Sagen wir hier foo. So. Und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, wie das aussieht, wenn wir das ganz normal ausgeben. So. 4 und 5. Genau. Dauert 5,0049, also 5,005 Sekunden, okay? Das heißt, quasi vernachlässigbar genau 5 Sekunden. Mit ein bisschen Input-Output-Zeit noch drauf. Ist natürlich jetzt nicht ganz so sexy, ne? Jetzt wollen wir das Ganze asynchron machen und dazu importieren wir dreisterweise einfach mal Async.io. Async.io. So, und jetzt sagen wir hier nicht mehr, wir wollen time.sleep haben, sondern wir sagen, wir wollen hier await. Das ist ein neues Keyword, was reingekommen ist. Und diese Methode hier, die ist jetzt asynchron, ja. Also das heißt, wir sagen, das, was asynchron sein kann, das ist ab sofort async. Und mit await können wir auf Sachen warten. Dazu komme ich aber noch in weiteren Videos. Das hier ist nur eine kleine Einführung. Async.io ist relativ mächtig und groß und eigentlich ziemlich nicht so einfach zu verstehen auch. Deswegen brauche ich da mehrere Videos. Ich hoffe, ihr vergebt mir das. Oder ihr freut euch vielleicht sogar drauf. Wäre cool. Genau, und dann sage ich hier tatsächlich nicht einfach time.sleep, sondern async.io.sleep. Das hat seine eigene Sleep-Funktion, denn ich weiß, dieser Prozess wird zum Beispiel eine Weile dauern. Ja? Zum Beispiel 1 Sekunde in meinem Fall. So, Sachen hintereinander auszuführen funktioniert so auch nicht mehr. Da sagen wir jetzt selbstverständlich, diese Methode ist auch asynchron. Und wir wollen hier Folgendes tun, und zwar wollen wir warten, await, bis alle 5 Aufrufe von foo fertig sind, ja. Das heißt, wir sagen hier async.io, das ist quasi, hey, mach das mal asynchron, .gather, ja. Und dann sagen wir hier einmal für das da aus, foo, dann für nochmal foo aus, das sind 2, 3, 4 und 5. So, diese Methoden hier drin müssen alle asynchron sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Aber ja, die werden alle asynchron ausgeführt und wir warten sozusagen. Es gibt auch noch mehr dazu, wie gesagt, es gibt Events und so weiter und so fort, da komme ich noch dazu. Aber ja, das ist jetzt erstmal hier das grobe Konzept. Und jetzt achtet mal kurz darauf, wie hier die Aussage ist. Also immer 42, 1, 3, 3, 7, wie wir es hier quasi gesagt haben. Jetzt schauen wir mal, wie das asynchron aussieht. Ah ja, ich sollte vielleicht noch ganz kurz hier unten das ändern, das habe ich vergessen, sorry. Und zwar muss man hier die erste asynchrone Methode auch erstmal mit async aufrufen, also async.io.run heißt die erste asynchrone Methode, die man aufrufen kann, sozusagen der Entry Point, ja. Und das ist in unserem Fall Main, den wir hier aufrufen wollen. Und dann wartet das Programm sozusagen, bis diese Main-Methode hier fertig ist. Das heißt, man braucht dieses Main auch wirklich. Sonst hätte ich das jetzt gerade weggelassen. Aber hier muss man eben quasi diesen Zwischenschritt noch gehen und sagen, diese Methode hier ist asynchron und die wird hier auch das hier alles aufrufen. Okay, so. Und jetzt sehen wir, 42 wurde direkt
5-mal aufgerufen, weil eben alle Befehle hier wurde gesagt, okay, du kannst das alles machen, 5-mal aufgerufen und dann hier tatsächlich gewartet und dann eben 5-mal 1337 quasi direkt hintereinander bekommen und wir haben hier eine insgesamte Laufzeit von 1,001, ja. Und das ist im Endeffekt das, was ich gesagt habe. Gut, nur wir brauchen jetzt hier halt keine 0,5 Sekunden Wartezeit, wie ich das hier gesagt habe, sondern wir machen halt einfach direkt alles, ja. Deswegen sind wir hier direkt nach einer Sekunde fertig, weil wir eben im Endeffekt nur einmal warten müssen, weil wir alle gleichzeitig quasi ausführen, aber auf einem Thread, okay? Das ist der große Unterschied. Es ist kein Multithreading, es ist alles auf einem Thread und im Endeffekt sagt man da nur, das kannst du parallel ausführen, weil hier dauert irgendein I/O-Prozess eben so lange. Gut. Ja, nächstes Mal schauen wir uns noch ein bisschen mehr dazu an. Ich finde sowas mega spannend und ja, ich will euch da auch noch ein bisschen mehr beibringen dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.